Ja, hallo zusammen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit eurem Smartphone bessere Bilder machen könnt. Ein ganz berühmter Fotograf, Elliott Erwitt, hat einmal gesagt, die beste Kamera ist immer die, die ihr bei euch habt. Und heute haben die meisten Leute doch wirklich ein Smartphone immer bei sich. Und die Qualität der Kameras, die in diesen Smartphones verbaut sind, die ist wirklich enorm. Und ich möchte euch zeigen mit ein paar Einstellungstricks und wie ihr die Kamera handhabt und euer Bild aufbaut, wie ihr die Qualität der Bilder deutlich steigern könnt. Der erste Schritt zu besseren Smartphone-Bildern ist die Handhabung der Kamera bzw. des Smartphones. Normalerweise nutzt man ein Smartphone im Hochformat. Zur Fotografie solltet ihr aber immer das Smartphone drehen und im Querformat nutzen. Dann solltet ihr immer darauf achten, dass ihr es mit beiden Händen festhaltet. Man sieht ganz oft, die Leute fotografieren, mit einer Hand, halten das so hoch und fotografieren. Erstens habt ihr dann nicht die gesamte Vorschau des Bildes und könnt das nicht optimal sehen und beurteilen, ob der Bildausschnitt und so weiter stimmt. Und zweitens verwackelt ihr viel schneller. Oft wird dann auch noch mit dem Daumen der Auslöser auf dem Display gedrückt. Auch das solltet ihr vermeiden. Also die Kamera, das Smartphone in beide Hände nehmen und den dafür vorgesehenen Auslöser nutzen. Dieser Auslöser hat eine Doppelfunktion. Das heißt, bei leichtem Andrücken wird der Fokus gesetzt und beim Durchdrücken wird dann letztendlich das Bild gemacht. Da solltet ihr darauf achten, dass ihr den schön langsam durchzieht und nicht einfach so immer drauf drückt, weil jede hektische Bewegung führt zu Verwacklung. Zwar haben die Smartphones mittlerweile alle einen Verwacklungsschutz eingebaut, aber auch der hat seine Grenzen. Deshalb das Smartphone immer so still wie möglich halten. Wann immer ihr die Möglichkeit habt, euer Smartphone aufzulegen, wie zum Beispiel hier auf einem Weidepfahl, nutzt diese Möglichkeit. Es ist also enorm, was das ausmacht, wenn das Smartphone eine glatte Auflagefläche hat oder eine Mauer oder irgendwas. Es reicht auch oft, wenn ihr eure Arme schon irgendwo drauf auflegen könnt. Schon wird das Bild ruhiger und es führt dann nicht so schnell zu Verwacklung. Das heißt, das Bild bekommt deutlich mehr Schärfe. Ich habe jetzt hier das neue Smartphone von Sony. Das ist das Z3 Compact. Hat eine unglaubliche Auflösung von 20 Megapixeln. Und das gibt euch wirklich qualitativ einen unglaublichen Spielraum. Aber wo ihr immer darauf achten solltet, wenn ihr mit dem Smartphone fotografiert, ist Finger weg vom Zoom, weil das läuft etwas anders ab wie bei einem normalen Fotoapparat oder bei einer Spiegelreflexkamera. Da habt ihr immer einen optischen Zoom. Das heißt, da verändern sich die Linsen, das Objektiv verlängert sich und dadurch wird das Motiv näher rangeholt. Bei einem Smartphone läuft das anders ab. Da ist ein Digitalzoom verarbeitet. Der simuliert das im Prinzip nur, weil er die Fläche des Sensors verkleinert, die genutzt wird. So wären vielleicht aus diesen 20 Megapixeln dann 10 Megapixel. Dadurch hat man das Gefühl, das Motiv wird näher rangezoomt. Eigentlich verändert sich nur der Bildausschnitt bzw. der Bildwinkel. Und dann wird das wieder auf die ursprüngliche Pixelzahl hochgerechnet. Interpoliert nennt man das. Das führt zu deutlichen Qualitätsverlusten. Also Finger weg vom Digitalzoom, das heißt immer auf die weitwinkligste Einstellung einstellen und dann gegebenenfalls an das Motiv näher rangehen. Habt ihr also einen deutlichen Qualitätsgewinn. Einen weiteren Punkt, wo ihr die Finger von lassen solltet, ist der eingebaute Blitz. Das ist wirklich nur eine Notlösung, wie eigentlich bei allen Kompaktkameras auch. Dieser integrierte Blitz, der geht nur 3 bis 4 Meter weit. Das schönste Beispiel, was ich immer nenne, ist, ihr kennt diese Aufnahmen aus dem Fernsehen,
wenn ein Stadion gefüllt ist, bei einem Konzert oder auch bei einer Sportveranstaltung und da gehen alle paar Sekunden die Blitze los. Diese Blitze reichen aber niemals bis zu den Darstellern oder den Fußballspielern oder wie auch immer, sondern die gehen wirklich nur 3-4 Meter weit. Ist also vollkommen sinnlos und sie zerstören euch das Bild. Das heißt, der Vordergrund ist viel zu hell und das eigentliche Motiv ist nachher nicht mehr sichtbar. Also ihr bekommt viel stimmungsvollere Bilder hin, wenn ihr den eingebauten Blitz ausstellt. Ich zeige euch hier auch ein paar Beispielbilder zu. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass ihr an eurem Smartphone die höchstmögliche Auflösung einstellt. Dazu könnt ihr, wenn ihr in dieser Kamera-App seid, die Auflösung verändern. Wenn ihr die Bilder fürs Smartphone nachher brauchen möchtet oder am TV zeigen möchtet, empfiehlt es sich, eine Auflösung von 16:9 zu nehmen. Ansonsten ist eine Auflösung oder ein Seitenverhältnis von 3:4 zu empfehlen und das, wie gesagt, immer in der höchstmöglichen Auflösung. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist die richtige Perspektive beim Fotografieren. Man sieht ganz oft die Leute, dass sie ihr Smartphone in der Hand halten und das dann deutlich über dem Kopf und fotografieren praktisch immer von oben nach unten. Das solltet ihr euch tunlichst abgewöhnen. Ist also in den wenigsten Situationen macht das wirklich Sinn und tut dem Bild gut. Wichtig ist immer, egal ob ihr Personen fotografiert oder wie hier jetzt meinen Hund fotografieren möchte, dass ihr denn auf Augenhöhe seid mit dem Hund bzw. mit der Person. Und wenn hier der Hund halt sitzt, dann müsst ihr auch in eurer Position deutlich runtergehen. Ich zeige euch hier auch mal zwei Beispielbilder. Jack, Sitz. Wie das aussieht, wenn ihr einfach von oben runter fotografiert. Oder wenn ihr wirklich auf Augenhöhe geht mit dem Hund. Jack. Das ist also ein deutlicher Unterschied. Jack. Ihr seht, das ist ein deutlicher Unterschied und das Bild wirkt direkt viel harmonischer. Also immer versuchen, auf Augenhöhe zu gehen mit dem Motiv, was ihr fotografiert. Ein weiterer Punkt ist die Drittelregel. Man nennt ihn auch den goldenen Schnitt. Ganz einfach erklärt, die meisten Bilder werden immer so gemacht, dass das Motiv bzw. die Person genau in der Mitte steht. So wie ich jetzt praktisch im Bild. Das kann gut aussehen, aber in den meisten Fällen sieht es besser aus, wenn das Hauptmotiv etwas aus der Mitte gerückt wird. Und zwar nicht nur im horizontalen Bereich, sondern auch im vertikalen Bereich. Ihr müsst euch das also so vorstellen, dass ihr das Bild in mehrere Linien aufteilt. Das heißt, ihr zieht 2 Linien horizontal und 2 Linien vertikal, sodass ihr horizontal und auch vertikal 3 Bildteile habt. Und an den Schnittpunkten, da sollte euer Motiv liegen. Das heißt, wenn ich jetzt aus der Mitte rausgehe und ich bin in diesem Fall das Hauptmotiv und bei den Personen ist immer wichtig die Augen, dass die halt an diesen Schnittpunkten sind. Das hieße also, wenn ich mich jetzt rüber bewege, wäre das jetzt ein deutlich optimalerer Standpunkt und das Bild sähe schon direkt viel harmonischer aus. Mein Kopf könnte aber auch hier sein, das ist nicht ganz so günstig, oder halt hier auf der anderen Seite. Da ist auch wieder wichtig, achtet auch auf den Hintergrund. Das heißt, nicht nur immer das Hauptmotiv im Auge halten, sondern achtet auch ein bisschen drauf, was spielt sich im Hintergrund ab. Oft wird gerade durch den Hintergrund auch da euer Bild versaut durch und sieht dann halt nicht mehr so schön aus. Auch hier füge ich wieder Beispielbilder ein, wie es aussieht, wenn ihr das Motiv in die Mitte setzt oder wenn ihr es wirklich in den goldenen Schnitt setzt. Die meisten Smartphones bieten mittlerweile unglaublich viele Fotofilter an. Das heißt, es sind Filter, die ihr über die eigentliche Aufnahme legt, um das Bild zu verändern. Das kann einerseits ein Schwarz-Weiß-Modus sein, aber auch ein Color Key oder
komplette Verfremdung, dass es in den Comic-Bereich geht oder ähnliches. Versucht diese Filter so sparsam wie möglich einzusetzen, weil diese Effekte, die sind oft sehr schnell abgegriffen. Und wenn ihr das Originalbild habt, in guter Auflösung, habt ihr nachher immer noch die Möglichkeit, das Bild zu verändern. Aber das Original bleibt euch bestehen, wo ihr dann alles Mögliche draus machen könnt. Also ein Schwarz-Weiß oder ein Color Key, das lässt sich auch nachher noch in der Bildbearbeitung machen. Noch ein Tipp von mir, macht möglichst viele Bilder. Das heißt, wenn ihr an bestimmten Orten seid, wo ihr vielleicht nicht mehr so oft hinkommt, ihr ärgert euch nachher schwarz, wenn die Bilder, die gemacht worden sind, nicht optimal sind. Deshalb macht lieber ein paar Bilder mehr. Das ist heute durch die digitale Speichertechnik überhaupt kein Problem. Steckt euch eine entsprechend große Speicherkarte, Zusatzkarte noch in euer Smartphone und dann habt ihr alle Möglichkeiten, nachher noch ein Bild rauszusuchen, was halt entsprechend qualitativ gut ist. Also lieber eins mehr machen wie zu wenig. So, das war's hier zum Thema bessere Fotos mit dem Smartphone. Ich hoffe, dass meine Tipps euch helfen, dass eure Bilder etwas besser werden. Und im nächsten Teil zeige ich euch dann, wie ihr die Kamera-Apps, zum Beispiel Panorama-Modus oder ähnliches, kreativ einsetzen könnt. Und ich zeige euch auch noch in einem weiteren Teil, wie ihr halt bestimmte Tricks, die es gibt, rund um das Smartphone und Fotografie gezielt einsetzen könnt. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.